Hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Film im neuen Jahr. Das erwartet euch heute. Wir haben Ulfs Motor fertig eingebaut, er kann endlich wieder rumfahren. Da habe ich ein paar Bilder gedreht, nicht allzu viel, aber ein bisschen was habe ich gemacht und das wollte ich euch zeigen. Zum Zweiten wollte ich euch mal erzählen, wie es jetzt mit dem Kanal weitergeht, was als nächstes kommt und warum in letzter Zeit so wenig Filme kamen. Und zu guter Letzt hat mir ein Zuschauer ein riesengroßes Paket geschickt, eine Saab-Teilespende. Er hat die Sachen im Keller gefunden beim Aufräumen, hat gesagt, brauche ich nicht mehr, spende ich dir. Finde ich natürlich total klasse und deswegen werden wir die Kiste hier gleich gemeinsam auspacken. Also ihr seid live dabei, naja nicht live, aber ne, ihr wisst schon. Und dann werden wir mal schauen, was da so drin ist. Herzlich willkommen auf Michas Schrauberseite. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Feiertage gekommen und auch gut ins neue Jahr gekommen. Bei uns war es leider nicht ganz so schön. Wir hatten nämlich leider einen Todesfall in der Familie. Das hat uns auch so ein bisschen beschäftigt. Deswegen ist auch in letzter Zeit so wenig gekommen hier an neuen Filmen, weil ich hatte keine Zeit hier zu drehen. Wir hatten andere Sachen zu tun. Aber das wird jetzt hoffentlich wieder besser. Aber wir waren auch nicht völlig untätig. Wir haben Ulfs Motor dann endlich getauscht, wie im letzten Video auch angekündigt. Und ich habe das jetzt nicht durchgängig wirklich richtig begleitet, kann da keinen kompletten Film draus machen, aber ein paar Aufnahmen habe ich gemacht und die wollte ich euch mal zeigen. Los geht's damit, wie voll das hier ist, wenn hier noch ein zusätzliches Auto drin steht. Sollte wirklich so anfangen. So, guckt euch mal dieses Chaos hier an. Ja, das ist tatsächlich meiner. Der steht auf eigenen Rädern. Den müssen wir auch gleich wieder rausschubsen, damit wir hier Platz haben. Ich muss tatsächlich hier durchgehen, weil es alles voll ist hier im Moment. Und hier, tada! So, da ist ganz schön viel Platz, ne? Da fehlt einiges. Da hinten liegt der Rahmen. Dann haben wir hier den alten Motor schon stehen. Den haben wir schon gestern seiner Sachen beraubt. Hier liegt das Getriebe, das müssen wir gleich noch hier auf den Teilewäscher packen. Die Jungs sind auf dem Weg, das heißt gleich meinen wieder raus. Den ganzen Kram, der hier unten drunter steht, nach draußen. Und dann geht es weiter an dem hier. Ja, und dann ging es langsam an den Wiedereinbau. Wir haben dann erstmal die Buchsen im Rahmen getauscht, das war ein bisschen schwierig. Wir haben auch die eine oder andere Buchse beim Einbau zerstört, muss ich ehrlich zugeben. Da waren wir vielleicht nicht ganz so geschickt. Aber als das soweit alles vorbereitet war, konnten wir dann den Motor wieder reinhängen. Bei mir ist soweit alles gut. Ich komme auch dran vorbei. Erstmal noch. Ja. Okay. Ja. Ja, weiter. 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 Ja, kurze Zeit später waren wir dann eigentlich so weit, dass wir schon fast alles wieder zusammen hatten. Wir waren gerade dabei, die letzten Schrauben am vorderen Hilfsrahmen festzuziehen. Und was passiert mir, ausgerechnet mir? Das hier. Schraube abgerissen. Eine dieser Schrauben vom vorderen Hilfsrahmen. Naja, da hatten wir also diese abgerissene Schraube in der Hand und ich habe mich geärgert bis zum geht nicht mehr, aber was soll's. Wir hatten es dann leider nicht geschafft, diese Mutter, die da reinkommt. Achso, kann ich euch mal zeigen. Habe ich nämlich gerade hier noch liegen, die restlichen. Wir haben dann neue bestellt. Na. So sehen die Dinger aus. Das sind diese Muttern, die sind dann oben in der Karosserie drin. Da gibt es so ein kleines Serviceloch in der Karosserie, dadurch kann man die reinschieben oder rausholen und die halten sich dann unten an so einer Art Käfig, der da in der Karosserie ist, halten die sich fest und sind da verdrehsicher eingelagert. Das Problem war nur, dass der Rest der Schraube noch da mit drin steckte. Genauer gesagt, das ist das Originalteil, was wir rausgeholt hatten. Na, macht das scharf? So, das ist das Originalteil, was wir rausgeholt hatten und das Problem war, dass der restliche Teil der Schraube hier oben noch drin steckte. Kriege ich jetzt gar nicht rein, weil das alles so verwirkt ist. Naja, ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, steckte das da noch drin. Und es ist überhaupt kein Problem, diese Muttern hier, wenn sie so original neu sind, da rein und raus zu kriegen. Aber mit so einem Stück Schraube dran war das gar nicht so einfach. Wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Dafür musste aber leider der Rahmen wieder raus. Dann haben wir eine neue eingesetzt, eine neue Schraube genommen, alles wieder zusammengebaut. Und dann waren wir eigentlich so weit, dass wir sagen konnten, okay, wir sind fertig, wir füllen mal Flüssigkeiten ein und gucken mal. Ja, haben wir gemacht. Ja, ich weiß, das sind Ja, eigentlich wollten wir schon starten, aber dann lief das Kühlwasser, das wir oben reingekippt haben, unten direkt wieder raus.
Da ist wohl irgendwas an der Wasserpumpe. Nicht ganz direkt. Ja, nicht direkt, aber es tropfte dann irgendwann. Also da ist noch irgendwas undicht und jetzt rupfen wir hier die Wasserpumpe erstmal wieder raus. Hurra! Ja, tatsächlich war an der Wasserpumpe ein O-Ring kaputt. Der war irgendwie nicht richtig drin, und zwar an diesem Zwischenteil, was zwischen Motorblock und Wasserpumpe kommt. Da war einer der beiden O-Ringe kaputt. Mussten wir halt alles auseinandernehmen. O-Ringe hatten wir zum Glück noch da, haben die getauscht, alles wieder eingebaut und innerhalb von 1,5 Stunden war das Thema durch und dann konnten wir endlich starten. Das ist jetzt erst, So. wir haben ihn jetzt durchgehen, dass auch überall Öl Andreas ist und krabbelt Wasser rein. Wir haben vorhin schon Öldruck aufgebaut. Genau. Öl Einmal haben wir Öl. aufgebaut. Und der Andreas steigt jetzt rüber. Langsam. So, jetzt hat er den Gang raus. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, hör zu. Hey. Er läuft. Das sind jetzt noch die Hydrostößel, aber die sind auch gleich ruhig. Wie geil ist das denn? Super! Ulf freut sich. Wie gesagt, das Klappern sind die Hydrostößel, die geben in 2 bis 3 Minuten Ruhe. Natürlich haben wir vorher im Motor Öldruck aufgebaut. Und zwar indem wir die DI-Kassette, die Zündkerzen rausgenommen haben, die Benzinpumpe stillgelegt haben und haben dann mit dem Anlasser den Motor durchdrehen lassen, solange bis die Öldruckkontrolllampe ausging und dann noch 10 Sekunden draufgelegt. Dann kann man relativ sicher sein, dass das Öl überall da ist, wo es sein sollte. Das haben wir auch deshalb gemacht, weil der Motor ist ja neu aufgebaut worden. Das heißt, der ist ja noch nie gelaufen, da war also an vielen Stellen noch kein Öl und natürlich war der Turbolader auch neu. Naja, auf jeden Fall ist Ulfs Auto wieder auf der Straße. Ich habe auch gerade vorhin noch von ihm eine Nachricht bekommen, er hat den ersten Ölwechsel jetzt schon gemacht. Es ist auch noch alles dicht oder wieder alles dicht. Es gab noch eine kleine Stelle, wo er aber relativ schnell dran kam. Es ist alles dicht, das Auto läuft. Super, alles schön. Ja, womit geht's weiter hier auf dem Kanal? Als erstes mal mit einer kleinen Miniserie zum Thema Motorrad. Genauer gesagt zur Honda CB 750. Und zwar, meine Frau hat ja so eine und da ist mal ein großer Service fällig und den mache ich jetzt als nächstes. Ja, warum geht es jetzt mit der 750 weiter und nicht mit dem 9.5? Ganz einfach, im Moment ist es sehr kalt, wirklich kalt. Wir haben hier Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und hier unten im Keller, ich meine, Straßenniveau ist da 4 Meter über uns und hier unten ist es echt kalt im Moment. Deswegen habe ich die Halle geteilt. Das Tor hier hinter mir, das ist ja das mittlere Tor, was meine Halle genau in der Mitte aufteilt. Und das hat den Vorteil, dass ich jetzt nur den vorderen Teil hier heizen muss. Ich habe irgendwann mal auf eine Elektroheizung umgestellt. Die hat 9 kW, was für eine Elektroheizung schon ganz gut ist. Aber sie schafft es eben nicht, wenn es so kalt ist, um den Gefrierpunkt rum, die ganze Halle so aufzuheizen. Zumal da hinten jede Menge Luftschächte sind, wo dann die warme Luft einfach oben weggeht. Das habe ich hier vorne nicht. Deswegen heize ich jetzt nur hier vorne und dann schraube ich auch nur hier vorne. Deswegen machen wir mit der 750 weiter. Die ist inzwischen auch hier, die habe ich schon hier rüber geholt und jetzt zeige ich es euch mal. So, und hier steht das gute Stück, die Honda CB 750. Meine Frau hat die schon sehr, sehr lange. Quasi länger als mich, also über 20 Jahre und ist hier ein und alles und die kriegt jetzt mal einen großen Service. Ja, was machen wir? Also wenn wir einen Ölwechsel, dann gucke ich mir mal die Kerzen an, auch den Luftfilter und schaue mal, wie die Kette aussieht, ob da alles okay ist, ob die Kettenspannung stimmt, was mit den Reifen und der Bremse ist. Schaue auch mal nach den Schwingenlagern, da habe ich nämlich noch nie so wirklich nachgeguckt, da wollen wir mal schauen, ob die noch in Ordnung sind. Lenkkopflager kann man ja mal schauen. So, und zu guter Letzt werde ich mich dann noch um die Vergaser kümmern. Die sollte man nämlich durchaus in regelmäßigen Abständen mal synchronisieren. Das merkt man am Anfang gar nicht so, wenn die ein bisschen unsynchron laufen, aber nach einer Weile wird das dann immer stärker und irgendwann läuft sie einfach nicht mehr schön. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, alle 2 Jahre mal zu gucken, ob die Vergaser noch synchron laufen und wenn nicht, das eben zu kontrollieren. Ja, das sind die Sachen, die da so passieren werden. Ja, und hier gibt es noch ein Motorrad. Das habt ihr noch nicht gesehen bisher. Das ist eine F650, ja, aber es ist nicht unsere. Sie gehört jemand anderem. Die Maschine hat wohl sehr lange gestanden, ist quasi ein Erbstück gewesen und der Eigentümer hat den Vergaser ausbauen lassen bei einem Schrauber und hat den dann zu einer namhaften Werkstatt gegeben. Die haben den komplett überholt. Und dann sollte der Schrauber die Kiste einfach wieder zusammenbauen und zum Laufen bringen. Und das hat wohl nicht so ganz geklappt. Er hat den Vergaser eingebaut, aber er hat die Maschine nicht wirklich ans Laufen bekommen. Ich habe dazu noch eine Kiste bekommen mit Teilen, mit Plastikteilen. Also hier diese
diese Streben hier und die Verkleidung und der Luftfilterkasten war auch dabei. Das ist soweit alles okay, aber es fehlen die Schrauben. Die Kiste mit den Schrauben ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Deswegen wartet das hier noch so ein bisschen, aber ich werde sie mir wahrscheinlich, wenn ich mit der Honda fertig bin, werde ich mir die mal vornehmen. Die Frage ist jetzt nur, wollt ihr das sehen? Wollt ihr da ein Video zu haben zu der Fehlersuche? Ich glaube nämlich, dass es kein großer Fehler ist, sondern einfach nur eine Kleinigkeit. Andererseits ist es natürlich auch immer spannend, an Motorrädern rumzuschrauben, wo jemand anders schon mal sein Glück versucht hat und alles zerlegt hat und einem dann eben diesen teilzerlegten Haufen hinstellt. Das könnte also tatsächlich spannend werden, da müssen wir mal schauen. Aber ich denke, es lohnt sich für die Maschine auf jeden Fall, weil, schaut mal bitte, 9.956 Kilometer, das ist wirklich nix. Die ist wirklich kaum gelaufen, die hat wahrscheinlich eher Standschäden gehabt. Das könnt ihr ja dann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Weil F650 hatten wir ja schon einige Filme hier, da ist, glaube ich, auch schon ziemlich viel erklärt. Also war ich mir nicht sicher, aber wenn ihr jetzt sagt, nee, wollen wir auf jeden Fall sehen, dann machen wir das auch. Ja, und dann habe ich vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der schrieb, hör mal, ich habe im Keller noch jede Menge Teile, hauptsächlich Rückleuchten und so, von älteren Saab 9000 Modellen. Du hast ja so ein CC, die würde ich dir gerne schicken, brauchst auch nur die Versandkosten übernehmen. Ich so, okay, gerne, ne, nehme ich natürlich gerne an, habe dann die Versandkosten überwiesen und ja, ein paar Tage später kam dann dieses nette kleine Päckchen an. Ganz schön heftig, oder? Ja, und ich habe mir gedacht, das lasse ich mir nicht nehmen, das packe ich vor der Kamera aus, damit ihr alle mitkriegt, was da so drin ist. Oh, da sehe ich schon das erste Teil. Wow. Ich packe es mal eben aus. Jawohl. Perfekt. Rückleuchte Saab 9000 CC. Und zwar eine Originale. Kein Sprung im Glas. Nix. Super. Und sogar noch mit der Trägerplatte und den Lampen dabei. Perfekt. Sehr schön. Das war das erste Teil. Linke Einheit. Die hat allerdings einen kleinen Schaden hier vorne. Aber sonst. Okay. Noch eine blinke Einheit. Andere Seite. Und die ist ziemlich perfekt. Da ist nur hier die typische Ecke oben rausgebrochen. Das ist ja bei meinen auch. Wenn die Haubendämpfer mal nicht richtig eingestellt, also die Endanschläge nicht richtig eingestellt waren, dann passiert das. Aber die ist super. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Ja, schaut es euch an. Insgesamt 5 Rückleuchten und auch 5 Seitenblinkersätze. Wobei, das ist Schrägschnauzer, das ist auch Schrägschnauzer. Das hier scheint alles Gradschnauzer zu sein. Aber guckt euch die mal an hier. Die ist ja fast wie neu. Und auch innen drin alles sauber. Also die scheint wirklich so gut wie neu gewesen zu sein. Oder ist es immer noch? Die anderen, ja gut, die haben ein paar Spuren, aber das ist alles irgendwie noch einsetzbar. Und wenn man bedenkt, dass es diese Sachen ja nicht mehr neu gibt, wow. Echt heftig. Ja, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen sprachlos über diese große Spende. Denn die Sachen wären ja durchaus einiges wert, wenn man die verkaufen würde. Aber nein, er hat sie einfach so hergegeben. Deshalb nochmal, lieber Michel, vielen Dank. Ich werde die Gelegenheit nutzen und sämtliche Leuchten nachher ein bisschen sauber machen und katalogisieren, mal Teilenummern raussuchen und sowas und Zustand beschreiben. Aber dann werde ich die gesamte Lieferung, so wie sie ist, an den ersten Deutschen Saab Club weitergeben. Natürlich ebenfalls kostenlos. Und vom Club aus werden wir die dann auch kostenlos an unsere Mitglieder verteilen, die sie brauchen. Der eine oder andere weiß ja vielleicht, ich bin zweiter Vorsitzender im Club und kümmere mich auch so ein bisschen um die Website und werde da wahrscheinlich eine Unterseite mit einbauen, wo sich unsere Clubmitglieder dann die Sachen anschauen können und dann bei uns Bescheid sagen können, was sie brauchen. Weil so viel brauche ich nicht und da sollen sie doch lieber unseren Clubmitgliedern zur Verfügung gestellt werden, die haben da mehr von. Ja gut. Das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Beim nächsten Mal geht es dann mit der 750 weiter
Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann auf Michas Schrauberseite. Tschüss.